Ja, moin Leute, hier ist Jürgen von Lockpicking Nord und ich möchte heute einen Custom Pick bauen. Und zwar einen zweiseitigen. Und dazu brauche ich erstmal Material. Material haben wir immer sowas hier. Und das ist Fühlerlernband, nennt sich das. Das hier ist in 0,35 mm Stärke. Und ist sehr flexibel, aber auch sehr stabiler Hochleistungsfederstahl. Ist mir aber zu dünn, ich nehme lieber 0,5 mm. Das ist ein etwas stabileres Material. Steht hier nochmal in europäischer oder in deutscher Maßeinheit drauf, 0,5 mm. Das ist ein sehr schönes Material, ist 12,7 mm breit. Und ich kann da sehr gut Picks draus bauen. Also ich mache das richtig gerne, das Zeug. So, ich sagte, ich wollte einen beidseitigen Pick bauen. Einen, den ich in der Hand drehen kann. Das heißt, ich hätte gerne einen Hook, einen Standard-Hook und auf der anderen Seite einen Offset Hybrid. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie lang mache ich den, wie lang kann er werden. Also ich möchte gerne, dass er zumindest in meine Tasche reinpasst. Das heißt, er darf nicht länger werden als 14 cm. Das ist ja schon mal was. Aber 14 cm sind mir vielleicht auch schon zu lang, um sie in der Hand zu drehen. Das heißt, ich werde mir jetzt erstmal die beiden Hooks, die ich gerne hätte, zusammentapen und gucken, ob das irgendwie funktioniert. 14 cm sagte ich. Gut, jetzt nehme ich mir mal ein bisschen Isolierband hier einfach. Ist ja egal, Hauptsache einmal testen. Kann ich ja gleich wieder auseinandernehmen. So. Aber mit der Länge komme ich auf jeden Fall gut hin. Das heißt, ich werde den, denke ich mal, 14 cm lang machen. Das müsste gehen. So. Muss ich mir das einmal grob raustrennen aus meinem Material hier. Ich habe hier noch einen alten Edding-Riss drauf. Spielt keine Rolle. Ich benutze immer einen ganz dünnen Permanentmarker. Damit kann ich wunderbar die Form anreißen und auch die Spitzen nachher. Und der geht auch nicht, wenn ich das zwischendurch das Material im Wasser kühle, löst er sich auch nicht ab. Das heißt, ich habe eigentlich immer eine gute Basis zum Runterschleifen bis auf meine Grundform. Gut, die können jetzt ja gleich wieder auseinander. So, jetzt muss ich mir das grob raustrennen, das Material. Ich mache hier mal ein bisschen brennbares Material zur Seite. Nehme ich einmal den Dremel. Und ritze das noch einmal ein. Richtig durchschneiden muss ich das gar nicht. Das ist ziemlich gehärtet, das Material. Das heißt, naja, jetzt war es vielleicht ein bisschen zu wenig. Ich kann das relativ einfach simpel brechen an der Schnittstelle. Und ich will auch nicht, dass das Material zu heiß wird und ausglüht. Gerade vorne an den Enden soll es ja die Grundstruktur oder Grundbeschaffenheit behalten. Also den Hochleistungsfederstahl quasi. Und ja, da soll er nicht zu heiß werden. Das ist die am stärksten beanspruchteste Stelle. Man kann das sicherlich auch ein bisschen länger lassen, wenn man möchte, das Material, und dann erst was beim Schleifen runternehmen, aber auch beim Schleifen kann es zu heiß werden. So, jetzt werde ich mir die Grundform anreißen. Mal gucken, ob ich einen Hook finde, der mir gut passt. Ich denke mal, hier aus diesem Honest Set könnte der hier mir ganz gut gefallen. Ist ein ganz schöner Hook. Den werde ich mir jetzt schon mal auf die eine Seite aufreißen. So, ich mache das nie, dass ich den Rücken, ich sehe das immer wieder bei Custom Made Picks, dass dann hier vom Rücken aus gearbeitet wird. Das heißt, der obere Teil bleibt dran, dann hat man schon die Gerade. Mag ich eigentlich nicht so gerne. Ich mag das lieber, wenn der Pick in der Mitte von dem Material ist und nachher auch von meinem Holzgriff.
habe jetzt gerade auch welche für Potti umgebaut, ein paar Holzgriffe angebaut an Picks. Da waren die auch außermittig. Und dann muss ich quasi auch das Metall außermittig einkleben, damit der Pick mittig vom Handle ist, also die Pickspitze. So, finde ich ein bisschen kompliziert, deswegen, ob ich nun von einer Seite das ganze Material abtrage oder von beiden Seiten ein bisschen, für mich ist das irgendwie immer schöner, von beiden Seiten ein bisschen abzunehmen. Ich mache das lieber, also muss natürlich jeder selbst wissen. So, das wäre schon mal der Hook, auf jeden Fall die grobe Grundform. Den Feinstift mache ich nachher so. Das lasse ich erstmal so. Ich lasse auch lieber ein bisschen mehr Material dran immer als nötig. Jetzt hätte ich gerne noch einen Offset Hybrid. Werde ich mir mal kurz raussuchen. Hier ist er doch schon. Der ist ein bisschen, naja, ein bisschen lediert. Ich bin ein ziemlicher Gewaltpicker. Er ist leicht gebogen, also ich werde das ein bisschen beim Schleifen berücksichtigen müssen. Werde ich mir den hier auch nochmal anreißen. Auch wieder die grobe Form, werde jetzt mal ungefähr die Längen der beiden Picks abgleichen. 42 mm. Reiße ich mir das hier auch einmal an. 42 mm, bis dahin geht's. Jetzt kann ich mal gucken, dass ich halt, wie gesagt, diesen Schwung hier rauskriege, den ich nicht haben möchte. Und das mal mit dem Zollstock als Guide quasi anreißen. Gut, viel Griff bleibt da nicht in der Mitte stehen, sehe ich gerade. Aber das stört mich überhaupt nicht. Ich pick ja sowieso nicht mit Auflage, also die Amerikaner oder die kopfüber picken, die haben ja hier immer den Pick noch auf der Hand, im Handrücken hier oder in der Handbeuge aufliegen. Brauche ich nicht. Für mich ist das alles überflüssiges Material. Wenn ich picke, ich kann euch das mal zeigen, habe ich hier irgendwo einen Padlock. Genau, dann picke ich immer so. Das heißt, ich benutze eigentlich nur das vordere Stück hier. Der ganze Rest hinten, der steht eigentlich nur über und ist eigentlich nur überflüssiges Material. Für mich wäre es auch Metallverschwendung, sagen wir mal, weil ich dieses Stück einfach nicht brauche. Ich brauche weder das Gewicht noch die Länge. Ich pick zwar gerne, aber jetzt auch mittlerweile mal verkehrt rum, aber das kriege ich auch so hin. Das ist alles nur eine Sache der Übung und Handhabung. Gut, die Grundarbeit ist getan. Jetzt folgt der eigentliche Vorschliff. Und dafür muss ich jetzt die Kamera mal umstellen. So, mal sehen. Gehe ich hier an meinen Doppelschleifbock. Ganz wichtig, ein Wasserglas. Sieht man auch schon ein bisschen Rost unten drin. Braucht man immer zum Kühlen, zum Runterkühlen des Metalls. Ich setze mir noch einen Gehörschutz auf. Sobald ich bemerke, dass hier so ein schwarzer Rand kommt, kühle ich ab. Und der schwarze Rand darf nicht zu dicht an meinen angerissenen Strich rankommen, sonst wird es problematisch. Dummerweise mit meiner Hand schon ein bisschen was von den Strichen weggewischt. Aber der Hauptteil ist noch da, die Pickspitze. Also ich versuche immer mit der Kante des Schleifers oder des Schleifrades, ich könnte das auch an dem hier, der ist aber ein bisschen feiner, möglichst viel Material rauszukriegen. Taste mich langsam an die Grundform ran.
Die Form ist schon relativ gegeben. Ich muss noch ein bisschen Feinschliffen machen, aber das geht einigermaßen schnell dann. Ungefähr kontrollieren, dass ich im richtigen Bereich bin. So. Jetzt werde ich mir noch mal eine andere Form anreißen. Und zwar ist das die Form eines gerne benutzten Handles und das ist dieser Schwung hier nach oben, damit ich mit dem Finger übergangslos von den Seiten und von oben quasi auf den Holzschaft leiten kann. Und das reiße ich jetzt schon mal grob an. Oh, da schmeiße ich doch gleich den Pick weg. So, das sind die beiden Schwünge hier. Die werde ich jetzt aber allerdings nur grob ranschleifen, weil ich werde das dann erst in Holz einkleben und den Rest schleife ich dann mit einem Bandschleifer. Holz und Metall gleichzeitig zu einer planen Fläche. Mit der anderen Seite anfangen. Die Seite ist soweit einigermaßen grob vorgearbeitet. Was ich immer empfehlen kann, immer erst vorne relativ viel wegnehmen, damit man noch die Stabilität des Metalls hat, damit die Spitze nicht so flatterig wird. Immer schön aufliegen lassen. Gut, jetzt habe ich hier schon mal beide Pickspitzen grob auf jeden Fall rausgenommen. Ich würde sagen, jetzt werde ich noch mal ein bisschen ins Detail gehen, ein bisschen schmaler. Ja, der Schaft ist jetzt noch unverhältnismäßig dick, wie man das vielleicht sehen kann hier. Aber das werde ich jetzt langsam nach und nach anpassen oder angleichen. Immer mal wieder pausieren und testen, gucken.
Viel mehr mache ich jetzt, glaube ich, in dem Fall gar nicht. Bei dem auf jeden Fall nicht. Das seht ihr gleich, wie es weitergeht. Tobi platzt gerade rein, jetzt haben wir auch ein bisschen Tageslicht. Moin. Kennen wir ja schon. Das ist ja nicht das erste Mal. Ja, diesmal fliegt aber keine Katze durch den Raum. Tobi bringt gerade das lang ersehnte Noctis Motus Paket vorbei. Hoffentlich. Seit 6 Tagen liegt das schon. Seit 6 Tagen liegt das bei ihm rum. Ich bin auch gleich hier soweit durch an dem Schleifer. Und dann kommt nur noch die Nachbearbeitung. Soweit. Jetzt kommt der nächste Teil. Und zwar die Nachbearbeitung mit der Hand. Jetzt braucht man auch diese hier nicht mehr. Ganz wichtig, eine Schutzbrille tragen die ganze Zeit beim Schleifen. Aber so schnell schleift die Feile nicht. Deswegen können wir jetzt auch relativ bequem ohne Schutzbrille arbeiten. Ich spanne mir jetzt den Pick ein. Und zwar so, dass ich den Rücken einigermaßen liniert habe mit der Oberkante des Schraubstocks. Und nehme nochmal die gröbsten Schleifspuren raus schon mal. Dass ich schon mal eine schöne gerade Kante erhalte. Möglichst parallel zu den Backen, zu den Klemmbacken hier von dem Schraubstock. Jetzt bräuchte ich noch mal eine kleine Nadelfeile, die habe ich natürlich nicht hier, gerade für die Rundung. Aber ich habe hier auch so eine leichte Rundung aus einer Feile, vielleicht geht das einigermaßen. Habe jetzt schon einigermaßen gerade Kanten erreicht. Nochmal bei dem Offset Hybrid gleich dasselbe machen. Gut, ich werde jetzt nochmal eben die Bögen ein bisschen freihand hinglätten. Jetzt brauchen wir vor allen Dingen Schleifpapier, Schleifschwämme, sowas in der Art. Ich habe mir hier mal so ein kleines Brettchen. Zeige ich euch gleich warum. Ich habe ja verschieden starke Schleifschwämme, von 100er fast gar nicht benutzt Körnung bis zu einer 180er Körnung, die schon sowas von abgenutzt ist, dass es eigentlich mehr Papier ist. Fühlt sich an wie Pfirsichhaut. Gut, ich habe hier dieses Brettchen, da lege ich mir immer meinen Pick drauf und dann werde ich erstmal mit einem gröberen Schleifschwamm anfangen. So kann ich zerkratze ich meinen Tisch nicht so und ich kann das ein bisschen besser festhalten, weil ich kann meinen Pick auch im Zweifelsfall festklemmen mit meiner Hand. Das ein bisschen über die Kante halten hier. Vor allen Dingen glätte ich das Ganze ein bisschen, um das schon mal ein bisschen handfeiner zu machen und für die anschließende Polierung schon mal vorzubereiten. So, der Pick sieht jetzt im Prinzip schon mal so aus. Relativ glatt. Müsst jetzt auf jeden Fall als nächsten Schritt den Griff anrauen hier. Das ist der letzte Rest vom Händel. Dafür nehme ich ein ganz grobes 100er. Mache grobe Schleifspuren in alle Richtungen rein. Kreuz und quer. Kann ja sein, dass da auch noch irgendeine Beschichtung vom Werk drauf ist. Das ist irgendwie noch ein bisschen gegen Rost schützt, noch ein bisschen mehr. So, jetzt habe ich hier relativ grobe Spuren drauf und das brauche ich nachher zum Verkleben für meine Handles. Ne, da werde ich jetzt als nächstes meine Holzgriffe aufkleben, die Holzgriffschalen.
Und dann werde ich den letzten Schliff machen, auch die letzten Feinheiten an den Pickspitzen. Und dann ja, werdet ihr wieder dabei sein. Das war es erstmal mit dem ersten Teil. Grobes Vorbereiten der Picks, Custom Made Picks. Soweit, so gut denke ich. Genug Informationen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.